Ja, herzlich willkommen zu diesem Interview, das ich mit Swami Yogeshwarananda jetzt machen werde, und zwar zum Thema der vierte Zustand. Und welcome Swamiji to this interview. I have some questions about the fourth state, which is referred to in the scriptures as Turiya. So, meine erste Frage ist, es gibt ja drei Zustände, der Wachzustand, der Traumzustand und der Tiefschlafzustand. Was ist denn der vierte Zustand? Swamiji, there are actually three states, the waking state, the deep sleep state and the dreaming state. So what is the fourth state? The fourth state is the state of enlightenment. Der vierte Zustand ist der Zustand der Erleuchtung. The whole idea is to arrive at this fourth state. Die ganze Idee dahinter ist eigentlich, dass man zu diesem vierten Zustand gelangt. Our human existence revolves around the first three states, the waking, the dream, and the deep sleep state. Unsere menschliche Existenz dreht sich um diese drei ersten Zustände, den Wachzustand, Traumzustand und Tiefschlafzustand. And these three states are experienced within the universe, Und in the body, within space and time. diese drei Zustände spielen sich im Universum innerhalb von Raum und Zeit ab. While the fourth state is your true reality, is your true state of existence. Während der vierte Zustand die wahre Realität ist, der wahre Zustand der Existenz. In that fourth state, which is your true state of being, you experience your divine status or godly status. In diesem vierten Zustand wirst du deinen göttlichen Zustand, deinen Gotteszustand erfahren. The purpose of human existence is to eventually arrive at this state. Der Sinn der menschlichen Existenz ist eigentlich, dass man schlussendlich in diesem Zustand angelangt. In religious terminologies, this state is mentioned in various ways. Und in verschiedenen Formulierungen wird dieser Zustand anders bezeichnet. So in simple language, it's called as God experience. Und einfach ausgedrückt kann man sagen, es ist die Gotteserfahrung. And the only way to have this God experience is to be God. Und die einzige Art, wie man Gott erfahren kann, ist Gott zu sein. Be God means to experience your own God nature. Und das bedeutet, dass man seine eigene göttliche Natur erfährt. And the Hindu structure uses the terms Atman, Brahman, Und Moksha for this state. die Hindu-Tradition sagt dem Atman, Brahman oder Moksha für diesen Zustand. It also uses the words Nirvana. Auch der Begriff Nirvana wird gebraucht. And the Buddhists also use the word Nirvana or Nibbana for this state. Auch die Buddhisten sagen dem Zustand Nirvana. And in Christian terminology, this is called as God experience. Und in der christlichen Tradition nennt man dies eine Gotteserfahrung. God to be experienced within oneself. Gott, der in uns selbst erfahren wird. So this is the Turiya Avastha. Das sind also diese Zustände. And the Hindu scriptures speak very clearly of this. Und die Hindu-Schriften sprechen sehr klar darüber. Yes, as to what the nature of the state is and how to arrive at it. Was die Natur dieses Zustandes ist und wie man dort ankommt. Yes, so your word, yes, carry on. Is there more states than the fourth state? Some people are talking about the fifth state, and or is it just a collection? No, there is only one state,
which is the fourth state, which is a godly state of experience. But this state of experience is further subclassified into 4 other states. Ich habe die Frage gestellt, ob es noch weitere Zustände gibt, zum Beispiel einen 5. Zustand. Und Swami hat dann geantwortet, nein, es gibt eigentlich nur diesen 4. Zustand. Und das ist eigentlich der wahre Zustand, aber der kann natürlich in noch weitere Zustände klassifiziert werden. And this subclassification is based not on the final experience, but on the way one responds to the universe. Und diese 4 Unterzustände, die beziehen sich nicht auf den absoluten Zustand, sondern auf die Art und Weise, wie man sich gegenüber dem Universum erlebt. And so 4th, 5th, 6th and 7th, the divine experience is one and the same, but the way a person responds to the world is different. Also bei dem 4., 5., 6. und 7. Zustand ist es eigentlich die gleiche Erfahrung gemacht, aber die Art und Weise, wie eine solche Person, die diese Erfahrung hat, auf das Universum reagiert, ist unterschiedlich. In the 4th state, he acts and behaves and functions like any other normal human being. Im 4. Zustand ist diese Person, handelt normal wie jeder andere Mensch. Man merkt vom Äußeren her keinen Unterschied. And in the 5th state, he only takes care of his daily needs, like eating and drinking and walking. That's all that he is concerned of. Und im 5. Zustand kümmert sich die Person nur noch um ihre eigenen täglichen Angelegenheiten, wie Essen, Trinken und so weiter. That is to say, he only takes care of his bodily existence. He has become more detached from the world and just only takes care of his bodily existence. Und so eine Person ist noch viel abgesonderter von der Welt, noch mehr losgelöst und kümmert sich nur darum, dass der Körper weiter funktioniert. In the 6th state, he can't even do that. Im 6. Zustand ist die Person nicht mehr in der Lage, sich darum zu kümmern. Somebody else will have to feed him and make him drink and bathe him and do all that. Somebody else. Jemand anders muss dann dafür schauen, dass diese Person weiter zu essen bekommt und zu trinken. Sie kann sich nicht mehr selber um sich selbst kümmern. In the 7th state, even that cannot be done. You can't even feed him. Und im 7. Zustand kann auch das nicht mehr gemacht werden. Man kann einen Menschen nicht einmal mehr ernähren. He will still remain in the physical body for some time and then quickly leave this body. So ein Mensch wird noch eine Weile im Körper bleiben, aber nicht mehr sehr lange und dann einmal weggehen. So this 4 classification is only based on the way they respond to the world, the universe outside. Und diese 4 Arten, die beziehen sich nur darauf, wie ein Mensch in diesem Zustand auf das Universum reagiert und nicht auf den Zustand selbst. But the content of their divine experience is one and the same for all 4 of them. Aber der Inhalt der göttlichen Erfahrung ist für alle dieselbe. And when a person gets enlightened or attains nirvana or nibbana, then he can slip into any one of these 4, which is not in his hands. Und wenn ein Mensch erleuchtet wird, dann kann er in jeden von diesen 4 Zuständen verfallen
aber er hat darüber keine Kontrolle. You mean he has no control about it? That's right. It is based on his prior lives and this life's impulse, earlier impulse. Es hängt vollständig davon ab, ob die Person, die diese Erfahrung hat, was die für Impulse gesammelt hat in diesem oder in früheren Leben. Je nachdem wird sie sich anders gegenüber dem Universum verhalten. So it basically is based on or dependent on the amount of detachment he had previously, prior to enlightenment. Es geht also, And the impulse that he had within himself, which triggered in one of these four states. Geht also um den Grad der Losgelöstheit, die eine Person hat, bevor sie erleuchtet wurde. Je nachdem reagiert sie dann auch anders, entsprechend wie sie es vorher gemacht hat, auf das Universum. If prior to enlightenment, if he was of a very detached nature, very indifferent to the things around him, then after enlightenment also he would be similarly like that. Wenn also ein Mensch zum Beispiel vor der Erleuchtung schon sehr, sehr zurückgezogen gelebt hat, kaum mit der Welt interagiert hat, dann wird er das auch nach der Erleuchtung so tun. So according to that prior impulse, he can slip into any one of these four states. Aber also je nachdem, was er vorher für Impulse oder Lebenserfahrungen gemacht hat, wird er in einen dieser Zustände verfallen. But this one thing should be understood, that the content of their divine experience is one and the same, and it cannot be different. Und der Inhalt der Erfahrung, was sie selbst erfahren in diesem Zustand, in diesem vierten Zustand, ist für alle genau der gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. And so, how can we experience this four states? Wie können wir diesen vierten Zustand eigentlich erfahren? Is there anything you can do or not to do to experience this state? Yes, that is where the self-effort comes into the picture. Also gibt es irgendetwas, was man tun oder nicht tun soll, um diesen Zustand zu erreichen? Und da kommt eben die, so wie man sagt, Selbstverantwortung oder die Selbstdisziplin zum Zug. The self-effort involves the first three factors. Was man dafür tun kann, das beinhaltet 3 Faktoren. So, and this practice or self-effort, which involves the first three factors, is also based on a previous preliminary practice. Und diese 3 Bemühungen, um die es geht, die beinhalten auch noch Voraussetzungen, oder Prozesse, die vorher stattfinden müssen. So we could say there are 4 factors involved, 3 plus 1, which was before them. Und man könnte sagen, es sind dann 4 Faktoren, die wichtig sind, also die 3 plus 1. So let us begin with the first one. Also beginnen wir mal mit dem ersten Faktor. First one, which is before the 3. Also der erste, der die Grundvoraussetzung für die anderen 3 ist. And the first factor is because we have to make ourselves spiritually competent to practice the first 3. Wir müssen uns sehr spirituell kompetent machen für die anderen 3 Faktoren. Yes. So the first thing is that we have to be correct, righteous, proper, and perfect in everything that we do and in everything that we are. Das erste ist, dass man einfach überall korrekt, perfekt und vollkommen ist in dem, was man tut. Yes. We have to be righteous and just in all our dealings with everybody. Aufrichtig sein mit allem und mit allen, mit denen man zu tun hat.
And at the same time, we also will have to do our duty, whatever it is. Und gleichzeitig sollen wir auch unsere Pflichten erfüllen, egal was es gerade ist. Because each person has got a allotted duty which he has to execute in this life. Denn jeder Mensch hat gewisse Pflichten, die er in diesem Leben ausführen muss. There is another word for this duty is karma. Each person has a certain karma which he has to do in this life. Und ein anderes Wort dafür ist Karma. Jeder Mensch hat ein gewisses Karma, also Handlungen, die er in diesem Leben ausführen soll. So, by virtue of performing this karma as a duty and correctly, he acquires virtue. Und wenn ein Mensch eben dieses Karma gewissenhaft und korrekt abarbeitet, dann bekommt er dadurch Tugenden. He acquires virtue means he acquires spiritual virtue, which will enable him to have an interest to know God. Und diese Tugenden, die befähigen ihn erst, ein Interesse an Gott zu haben, an spirituellem Wissen. So once this has been done, then the next step is, once this has been achieved, Wenn das einmal erreicht wurde, ist der nächste Schritt. the next step is to go to that is in the Hindu structure, as it has been well explained and mentioned, that one has to hear the spiritual truths. Und wie es in der Hindu-Tradition üblich ist, soll man die spirituellen Wahrheiten an sich anhören. The spiritual Wahrheit or truth has to be first heard and understood clearly by him. Also die spirituellen Wahrheiten müssen zuerst mal verinnerlicht werden. Das beginnt damit, dass man sich einfach mal damit befasst, sich die Dinge anhört oder auch liest. This is called Shravana. Shravana means is to listen to the spiritual truths as taught by a teacher. Durch eben die spirituellen Wahrheiten, die ein Lehrer zu geben hat, sich anhört. And the spiritual truths are all mentioned very clearly in the scriptures. Und diese spirituellen Wahrheiten sind sehr klar in den Heiligen Schriften erwähnt. And the final essence of this truth teaching is Und die letztendliche Essenz dieser Wahrheitslehren ist Tat Tvamasi, thou art that divine. das Tattvam Asi, das heißt, du bist das Göttliche. Yes. So the scripture will come and impart to you this knowledge that thou art that divine which thou seekest with all thy heart. Und die Schriften sagen, und die Heilige Schrift meint, du bist das Göttliche, das du von ganzem Herzen suchst. So this understanding is absolutely necessary. Und dieses Verständnis ist absolut notwendig. And in simple terms, it is said, you are gods. Und man kann das abgekürzt sagen, ihr seid Götter. So that is why in one sentence, one simple sentence, Jesus said, you are gods, to explain this truth. Und auch Jesus hat gesagt, ihr seid Götter. So in the Hindu structure, this is worded as Tat Tvam Asi, you art that divine. Und in Hindu-Tradition heißt es eben Tattvam Asi, du bist das Göttliche. So now you've got to become comfortable with this idea, with this truth. Und da muss man sich zuerst mal beginnen, wohlzufühlen mit diesem Gedanken, dass man das Göttliche ist. And then the second step comes in. The second step is called manana, or to reflect and think over it.
Der zweite Schritt ist dann, dass man beginnt, über diese Wahrheit nachzudenken, sie sich wieder zu vergegenwärtigen, sich damit zu befassen, sie innerlich zu verarbeiten. To feel comfortable with this teaching or with this idea that I am that divine. Dass man sich damit wohlfühlt mit dieser Idee, ich bin das Göttliche. Yes. So, and you've got to keep on feeling with all your heart, not with your mind, but not only with your mind. With your mind you understand, but with your heart you must feel, yes, I am that. Und dann musst du beginnen, mit deinem Herzen es auch zu fühlen, dass du das bist, dieses Göttliche. Nicht nur mit deinem Verstand. Der Verstand, der kann es vielleicht noch eben verstehen oder die Klarheit darüber haben, aber es erfahren musst du es mit dem Herzen. So that you have no doubts about it. It's very clear and that feeling is there that I am that. Und dass es wirklich immer klarer wird und dass dieses Gefühl auch da ist. Ich bin dieses Göttliche. And then when you begin to feel comfortable with this idea, then the next step, the third one, follows after this. Und wenn du dann sich beginnst wohlzufühlen mit diesem Gedanken oder mit diesem Gefühl, dass du das Göttliche bist, dann erst kommt der nächste Schritt. And the third one is, the third step is called as meditation proper. Und im dritten Schritt ist es dann so, dass du die richtige Meditation machst, also richtig meditierst. Yes, it is called as in the Hindu terminological structure as Advaita meditation or Nididhyasana. Also es wird als die Advaita-Meditation bezeichnet. So in this Advaita meditation, you begin to be your flow of awareness, an uninterrupted flow of awareness that I am that. Und in dieser Meditation ist man ein Fluss, ein ununterbrochener Fluss des Gewahrseins, dass man das Göttliche ist. Yes, you maintain this flow of awareness constantly, that I am, you feel and maintain it at all times. Man hält dieses Bewusstsein aufrecht, dass man es eben ist, dieses Göttliche. And for this flow of, shall we say, your true status or true, shall we say, your God nature, you must forget your human individuality. Und um eben dieses Göttliche erfahren zu können, muss man seine menschliche Natur völlig ausblenden und vergessen. Yes. So when Nididhyasana takes place, with Advaita meditation takes place, automatically you lose, you forget that I am a human, and you forget the world too. Und dann vergisst du, dass du ein Mensch bist und du vergisst die Welt auch. And then at the same time, having forgotten these two, Und, you just maintain this pure awareness. und während du aber das vergessen hast, bleibst du in reinem Gewahrsein bewusst. Maintaining this pure, uninterrupted awareness is called as meditation proper. Und diesen Bewusstseinsfluss des immer Bewusstseins aufrechtzuerhalten, das ist die wahre Meditation. It is an intense awareness. Es ist eine intensive, ja, ein intensives Gewahrsein, ein intensives Bewusstsein. And this state, but this state is not yet the fourth state. It is still within the third state. It's still This is the third state. yes, but it's not the fourth state of consciousness. It's not No, yet it's not the divine fourth. consciousness. No, the fourth, this will lead to the fourth state. Ja, ich habe gefragt, ob das der vierte Zustand schon sei in dieser Meditation und so. Ich sage, nein, das führt erst zu diesem vierten Zustand. The end result of this third state is the fourth state. Das Endresultat dieses dritten Zustandes ist der vierte Zustand. And so this is not related to the three states of wakening, dreaming and deep sleep.
Yes, that is left aside. That is left aside. Also es hat nichts mit diesem Wachzustand, Raumzustand und Tiefschlafzustand zu tun. Und ist das ein Zustand, der dem des Tiefschlafs ähnlich ist? Is it a state that is similar to deep sleep because then you also do not know the world? Now, in deep sleep, your awareness is not there. So it's similar but not the same. It's not there. In deep sleep, of course, you forget the world and you forget yourself. But in this particular state, though you have forgotten the world and forgotten yourself, nevertheless, the flow of awareness is there. So there is Egal, ob man jetzt aware. sich seine Person noch bewusst ist, sich seines Menschseins noch bewusst ist. In diesem Zustand ist man trotzdem noch auf eine andere Art bewusst. Man weiß, dass man bewusst ist, aber man ist kein Mensch mehr im Bewusstsein, sondern man erfährt einfach einen Fluss des Bewusstseins, der immer da ist. You're in this state, you're consciously maintaining this awareness. Und in diesem Zustand hält man einfach diesen Bewusstseinszustand immer aufrecht. And this is still but a function of the body, or is it connected to the body? No, this is a function of the mind. Es ist immer noch ein Zustand des Geistes, nicht unbedingt des Körpers. So in this state, the mind has synchronized itself with the nature of Brahman or the divine. In diesem Zustand hat sich eben dein Geist, dein Bewusstsein synchronisiert mit dem Göttlichen. This is called as Brahmakara Vritti. Vritti means a mind modification, which has assumed the nature of Brahman, the divine. Es ist eine Art Geistes- oder Bewusstseinsveränderung, die sich angeglichen hat an das göttliche Sein. There are only, yes, the Brahman is also said to be the Atman. Das wird auch manchmal als Atman bezeichnet, das Göttliche. Yes, in fact, there are only two things which you are aware of. You are aware of the Atman, or you are not, which is the self, or the non-self. Es gibt nur zwei Dinge, denen man sich bewusst sein kann. Das eine ist das Selbst und das andere ist das Nicht-Selbst, also deine Person, deine Persönlichkeit. Yes, the self is your true self. Das Selbst ist dein wahres Selbst. The non-self is the human self. Und das Nicht-Selbst ist dein menschliches Selbst. So you've got to forget the non-self, the human self. Und du musst nur das menschliche Selbst dann vergessen. And just be aware of your true self. Nur sich deines wahren Selbst bewusst zu sein. And your true self has no worldly characteristics. Und dein wahres Selbst hat keine weltlichen Charakteristiken oder Eigenschaften. It is something which cannot be known or expressed in language and words. Es ist etwas, was nicht in Sprache und Worten ausgedrückt werden kann, denn die stammen ja aus der Welt, die Sprache und die Worte. So it is said to be an unknown state. Es ist eigentlich ein nicht wissender Zustand. So therefore, to arrive at this unknown state, you also should be in an unknowing state. Your mind state should be in an unknowing state. In diesem unwissenden Zustand anzukommen, muss dein Verstand oder dein Bewusstsein auch in einem nicht wissenden Zustand sein. Your mind arrives at this unknowing state when it knows nothing. Dein Geist oder Verstand erreicht diesen Zustand, wenn er nichts mehr weiß. So in this unknowing state,
it knows nothing, wants nothing. In diesem nicht wissenden Zustand weiß er nichts, will er nichts. It is just a state, Es ist nur ein Zustand, a simple state. ein einfacher Zustand. Yes, and just maintain this state. And when you are in this state, you get automatically synchronized with your true self or the divine. Und in diesem Zustand wird man automatisch synchronisiert mit seinem wahren göttlichen Selbst. Yes, so once you are in this fourth state, can you stay in it or can you drop out of it again? Yes, when you are in the fourth state, as we said earlier, in the fourth state, Turiya Avastha, you act and function like an ordinary human being. Ich habe gefragt, ist es denn möglich, dass man in diesem Zustand dann drin bleibt oder fällt man da wieder raus? Und er hat gesagt, man wird wieder so wie ein Mensch, unter Umständen eben diese Beispiele, wie wir gehabt haben, diese 4 Zustände reagieren. In this state, you can either choose to interact with the world or forget the world. In diesem Zustand kann man selbst wählen, ob man mit der Welt interagieren will oder nicht. But you said that this is not under control. You cannot control if you want to interact or not. Wait a minute. It is only whether you get to the 4th, 5th, 6th or 7th is not under your control. Also ob man zum 4., 5., 6. oder 7. Zustand kommt, das ist nicht unter der Kontrolle. Yes, in the 4th, it is like switching on and off an electric light. Also im 4. Zustand ist es einfach so, wie man ein Licht aus- und einschaltet. Man sieht die Welt oder man sieht sie nicht. You see the world and you don't see the world. Yes, you are not anymore here in the 4th state. You see the world, you can interact with the world, or you can choose not to do so. The choice is there. Also im 4. Zustand hat man die Wahl, da kann man wählen, ich will die Welt jetzt sehen oder nicht, ich schalte sie ein oder aus. But in the 5th, 6th and 7th state, you are indifferent to the world. Aber im 5., 6., 7. Zustand ist man indifferent gegenüber der Welt, also man unterscheidet gar nicht oder man ist sich der Welt nicht so bewusst. Yes, so that means only when you are in the 4th state, you once arrived there, then from then on you can stay as long as you want. Before you can't. Yes, only when you are in the 4th. You know, if you slip into the 4th, then you can. Also erst wenn man in den 4. Zustand kommt, erst dann hat man die Möglichkeit eben die Welt abzuschalten oder einzuschalten. It all depends on your earlier impulse. Es hängt aber sehr von deinen früheren Impulsen ab. Whether you get into the 4th, 5th, 6th or 7th. Ob man am 4., 5., 6. oder 7. Zustand landet. If you get into the 4th, you can interact with the world. 5th, 6th and 7th, you have become indifferent. Okay. So what is the importance of being an observer during living life? And also was ist die Wichtigkeit, sich zu beobachten oder ein Beobachter zu sein im Leben? And is there a connection between being an observer and the 4th state? Gibt es einen Zusammenhang, ein Beobachter zu sein und zwischen dem Beobachter sein und dem 4. Zustand? Yes, there is a connection. Ja, es gibt eine Verbindung. When you become the observer, there are 2 things that a person observes.
Wenn man ein Beobachter ist, gibt es zwei Dinge, die eine Person beobachten kann. Either you can observe the world outside you, Man kann entweder die Welt außerhalb einen beobachten, and in which case it helps you to become detached from the world, und in dieser Art kann man sich von der Welt etwas loslösen. or else you can observe the self, the Atman within you. Oder man kann selbst das Atmen in sich selbst beobachten. So you could say that you are now a witness. The observer is called a witness, witnessing the Atman within you. Man könnte dann sagen, der Beobachter ist dann ein Zeuge, der das Atmen in sich selbst beobachtet. So, and this is called, and there's another term, that's another terminology for meditation, meditation proper. Ist nichts anderes als eine andere Formulierung oder ein anderer Begriff für Meditation oder für wahre Meditation. And Wait a minute, in meditation proper, there is no mental activity. in der wahren Meditation gibt es keine mentale Aktivität. That is why the term observer, the witness makes it very clear. Und deshalb ist eben der Begriff Zeuge sein, ein bezeugendes Bewusstsein zu haben, So das macht es sehr klar. You remain as a witness, witnessing your true self, the Atman. Du bleibst einfach ein Zeuge, der bezeugt dein wahres göttliches Sein. That is the only activity, it's the most supreme activity which will lead you to the experience of the Atman. Das ist die einzige Aktivität, die da in diesem Zustand als Beobachter gemacht wird, dass man einfach beim Beobachten bleibt auf das göttliche Sein. Und das führt dann schlussendlich dazu, dass man die Erfahrung dieses göttlichen Seins macht. So that means actually only stay conscious without doing anything, without wanting anything. The only will you have to stay aware of whatever will happen. That's right. That's all. That's all that spiritual life is about. Und es geht nur darum, All the spiritual disciplines and practices that you go through is only meant to lead you to this point. es geht nur darum, dass man eben immer bewusst bleibt und einfach nichts will, sondern einfach nur bewusst bleibt, egal was passiert. Und das ist, worum es eigentlich in allen spirituellen Disziplinen letztendlich geht. This is the final discipline, the final practice. Das ist die letzte Disziplin oder die letztendliche Praxis. So, this observing is a process, and Yes. in the beginning this process is still within time and space. That's right. When the effort is there, exactly. Then as you keep on observing it in space, time and space, then you lose count of time and space too. Ich habe gefragt, ja, also zuerst ist ja wahrscheinlich dieser Prozess des Beobachtens noch innerhalb von Raum und Zeit. Und so ist ja, und erst wenn man dann weiter beobachtet und weitermacht, dann beginnt man sich von Raum und Zeit zu lösen. When you lose the idea of space and time, then you have got absorbed in this state. Und wenn man dieses Gewahrsein von Raum und Zeit verliert, dann beginnt man sich in diesen Zustand oder von diesem Zustand absorbieren zu lassen. It is called as mystic absorption. Das nennt man die mystische Absorption.
So the word mystic absorption, another word for it is you're entering into samadhi. Das heißt, man beginnt in das Samadhi einzutreten. Samadhi means to be absorbed in your divine nature. Das heißt eben in seiner göttlichen Natur absorbiert zu sein. So then actually the consciousness which wants to stay conscious disappears too. Is also disappearing. Consciousness is also disappearing. Yes, that this consciousness will also fade away. Ja, dieses Bewusstsein, das Bewusstbleiben will, geht auch weg. In this consciousness, there are three factors. In diesem Bewusstsein gibt es 3 Faktoren. The three factors are the person who is maintaining this consciousness. Der erste Faktor ist die Person, die versucht, dieses Bewusstsein oder Gewahrsein aufrechtzuerhalten. The process of observing. Dann das zweite ist der Prozess dieses Beobachtens. And the final thing called the Atman, on which he is observing. Und das dritte ist das Atman, das eben beobachtet wird. All the three coalesce and become one. Und diese 3, die kommen dann zusammen. And when that happens, you have got, shall we use the word, you got into samadhi or got into the beginning of Atman experience. Und wenn das geschieht, dann ist das der Anfang des der Atman-Erfahrung, der göttlichen Erfahrung. Yes, you have now become mystically absorbed in the self. Man ist dann mystisch absorbiert im Selbst. And as you keep on being in this state over and over again, it leads to the divine experience. Und wenn man immer wieder in diesen Zustand geht, führt es schlussendlich zur göttlichen Erfahrung, zur Gotteserfahrung. So once in a way you become unconscious there, isn't it? No. You lose individual and worldly consciousness. Mm-hmm. But still there is kind of consciousness there which Yes, wants to stay. You are in a state you cannot express. Yes, and there is no control about it. We will use the word, you got lost in it. Mm-hmm. You got lost in it. And time passes by. Mm-hmm. Hours may pass. Days may pass. You are in this state. Mm-hmm. Then when you come out, only you know, oh, I have been in this state for hours or for a number of days. Mm-hmm. And this state has nothing to do with brain functions or with... No, everything, your whole system, your physical body comes to, the operation of your body comes to a standstill. Es hat nichts damit zu tun, mit Hirnfunktionen oder so, sondern es ist einfach ein Zustand außerhalb von der Erfahrung des Universums. Und der Körper, der lebt weiter, bis man ihn verlässt, aber man ist nicht mehr mit dem Körper identifiziert. You are now transported to another level of existence. Man wird transportiert auf eine andere Ebene der Existenz. Wherein the subject-object dichotomy has got lost. Und in dieser Erfahrung findet keine Objekt-Subjekt-Spaltung mehr statt. Es gibt keine Trennung mehr.
there's no separation anymore. There is no separation anymore, and you know your true existence as the Atman. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Objekt und Subjekt und man weiß seine Identität mit dem göttlichen Sein. Man erkennt sie, man erlebt sie. So this is actually then the fourth state when you arrive at this. That's right. When you arrive at this fourth state, the Turiya Avastha, this is what it is. Ja, das ist dann eigentlich der vierte Zustand, wenn man eben in dieses Bewusstsein reinkommt. Okay, so I think these were all the questions I have noted down. Okay. So thank you for this teaching, and I think it was very compressed in detail and still enough to know the most important thing. This is the most important thing. This is the final crux or the essence of spiritual life. Genau, was wir jetzt heute gesagt haben, das ist eigentlich die Essenz oder der Kern des spirituellen Wissens und des spirituellen Lebens. Und genau um das geht's. Okay, so then thank you for this interview. Yeah. And maybe we have another interview later. All right, welcome. We'll do that.